Ein legendäres Modellauto steht bei mir auf der Schlachtbank. Nämlich der BMW 850i von Maisto. Und ich sage euch ganz ehrlich, das ist einer meiner ersten Modellautos, mit denen ich angefangen habe zu handeln. Unglaublich aber wahr. Buragos waren ja die ersten. Und das war damals mein erster Maisto. Kann ich mich noch richtig gut erinnern, als ich ihn gekauft habe in einem Laden. Für ein paar Mark sogar nur gewesen. Ich glaube 8 Mark oder so hat er gekostet, weil ein Rad abgebrochen war. Da habe ich den gekauft, repariert und wieder verkauft. Das ist also ein legendäres Modellauto für mich. So, der ist jetzt hier auf den Schrott gekommen, weil viele Gebrauchsspuren, Lackschaden und allgemein ist der Zustand schon doch sehr stark gebraucht. Die Scheinwischer sind krumm, die Windschutzscheibe ist zerkratzt. Wahrscheinlich, weil Leute mit den Scheinwischern gespielt haben. Ja, Scheinwischer sind auch Schrott. Innenausstattung ist schmuddelig. Ja, leider Gottes. Aber ausnahmsweise hat er mal die Spiegel dran. Normalerweise solche Spiegel weg. Aber hier sind sie noch ausnahmsweise noch dran. Preislich bewegt sich das Modellauto zwischen 0 Euro und 15. Also der ist definitiv der günstigste 850i auf dem Markt. Verwundert mich gar nicht. Weil das Ding wurde zig Millionen Mal hergestellt. Wobei eigentlich das Preis-Leistungs-Verhältnis super ist. Ne? Der hat Federung, man kriegt alles auf. Gut, die Scheinwerfer klappen nicht auf, aber ansonsten ist das echt ein tolles Modell. Guck mal, hier hat er nur noch eine fette Blase im Lack. Da. Seht ihr das? Dicke, fette Blase. So. Ich überlege, ob ich gerade das Fahrwerk komplett lasse. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Habe ich mir Arbeit gespart. Und derjenige, der es kauft, der ist bestimmt auch glücklich darüber. Obwohl, ich glaube, das führt kein Weg daran vorbei. Ich muss alles auseinandernehmen. So, dann lasse ich wenigstens die Achsen dran. Ja, die ganzen Schrauben, die sind nämlich hier unten drunter. Und das geht dann alles nur ab, wenn ich den kompletten Unterboden löse. Ja, das war ein richtig gutes Modell von Maisto. Der war nie wirklich teuer. Auch damals habe ich den immer günstig anbieten müssen, weil den sonst keiner gekauft hat. Auch heutzutage immer noch. Mehr wie 10 Euro kann man für den Gebrauchten nicht verlangen. So, das sind die Felgen. Ganz schön geworden. Nur leider fehlt das BMW-Emblem in der Mitte. So. Ganzen Achsteile. Die Nachfrage nach Ersatzteilen bei dem Modell hält sich in Grenzen. Sage ich euch ganz ehrlich. Meistens werden die Revell-Teile gekauft. Oder von Otto. Wenn ich den mal ab und zu mal reinbekomme zum Verschrotten. Seht ihr? Unter der Auspuffanlage verbergen sich die anderen Schrauben. Deswegen muss ich doch das komplette Fahrwerk ausbauen. So. Eine kurze Zeit lang habe ich mal Revell 850er restauriert. Und ja, hat sich jetzt nicht so extrem gelohnt, sage ich ganz ehrlich. Aber die Innenausstattung ist ganz gut geworden. Die Gurte, umklappbaren Sitzen. Ist eine ganze Zeit geworden. Das war alles in Grau und Schwarz. Aber immerhin, für ein Modellauto aus dem Jahrgang finde ich absolut in Ordnung. Unterboden ist natürlich nie so gefragt. Deswegen kommt er auch weg. So. Guck ich, ob die Scheibe noch schön bekomme, aber der sieht nicht so aus.
Der 850er ist natürlich ein Dauerkandidat bei mir bei der Abwrackprämie. Die kriege ich ständig rein bei der Abwrackprämie. Ist halt zig Millionen Mal hergestellt, das Modellauto, ne? Und jetzt gibt es den ja noch von anderen Herstellern noch. Also er wird nicht weniger. Im Gegenteil. Ist noch schön geworden, die Heckscheibe. Wenn man bedenkt, wie alt das Modellauto ist. Muss Anfang der 90er gewesen sein. Da hatte ich noch gar keinen Führerschein gehabt, nix. Die Rohkarosse geht natürlich in die Schrottpresse. Komm, raus mit dir. Mein Gott, spack doch nicht so rum, ey. Meine Fresse. Schade, das Armaturenbrett ist komplett vergilbt. Das geht weg. So, jetzt noch die Windschutzscheibe. Ich hoffe, die wird auch noch was. Heckscheibe habe ich einigermaßen hinbekommen. Autopiltur reicht eigentlich. Da gehen zwar nicht die fetten Kratzer weg, aber Schmutz und so und alles geht immer, immerhin ganz gut weg. Sieht schlecht aus. Höchstens als B-Ware. Hier ist eine Schramme oder was auch immer. Die geht leider nicht mehr weg. Aber sonst ist es schön klar geworden. Ein Spiegel. Die sind kostbar, die Spiegel. Kostbar in dem Sinne, die werden wahrscheinlich schnell verkauft sein. Weil kostbar sind sie eigentlich nicht. Also teuer sind sie nicht. Die kosten jetzt nicht 10 Euro oder irgendwie was. Das nicht. Ne, aber 10 Euro kostet das ganze Modellauto. Da kann man nicht für die Spiegel schon 10 Euro nehmen. Die Verkleidung kann weg. Schade mit den Scheinwischern. Dienen höchstens auch noch als B-Ware. So. Ich glaube, der von Revell ist, glaube ich, fast genauso alt, aber auch deutlich besser, ne? Wobei einige Modelle von Revell auch Zinkpest haben. Und die meisten Modelle gar nicht. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet. So. Weiter geht's. Rücklichter sind natürlich auch immer gefragt, weil die gehen ja auch gerne flöten. Da kommen wir raus, Nummernschild. So, das sind schon die ersten Rücklichter. So, jetzt sehen wir uns in dem Finale. Nieren, Blinker und tschüss. Boah, gut verarbeitet. So, das war's.
Da sind so Blinker, da sind die. Oh, Chrom ist sogar noch gut. Und kleine Lufteinlässe. So, komplett geschlachteter Jute. Nichts mehr dran außer Metall. Schrott, Verkauf. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video.